den Stream starten. Ja, passt. Das ist Twitch. Aber ist noch. Alles anschauen. Ja. Und heute wollen wir ein bisschen die Nebenaufgaben fertig machen und dann ein bisschen die Story weitermachen. Und ich glaube auch, dass das letzte Stream ist für dieses Jahr, weil die nächsten 2 Tage habe ich Spätschicht. Ob ich da irgendwann nach Mitternacht irgendwas streamen werde, glaube ich nicht. Und Sonntag bin ich abends eingeladen. Silvesterfeier. Muss ich gucken, vielleicht morgens einen Stream oder gegen Mittag mal 1-2 Stündchen. Wird spontan sein. Aber jetzt freue ich mich auf den weiteren, auf die Story. Wir sind ein bisschen jetzt woanders gelandet, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Denn ich dachte, dass vielleicht hier in Tourion der Bailey sein könnte. Aber hier ist er nicht gewesen. Keine Ahnung, wo er ist. Aber dafür habe ich die Tür hier aufgemacht. Und jetzt erkunden wir zusammen, was wir alles hier drin finden. Was die Überraschung, also Gegner und Fetti. Vielleicht kriegen wir auch coole Items. Denn ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, was wir alles hier finden. Da habe ich erwischt gesehen. Nee, nicht mit der Glocke. Das hatten wir auch schon gehabt. Dass du mich one-hittet, wenn er mit der Glocke zuschlägt. Und das wollen wir nicht. Das wäre ein schnelles Game Over. Und das wäre für mich sehr, sehr traurig. Da geht's weiter. Nein, geht's nicht. Wo bin ich hier? Oh. 2 Essenzen. Weil ich für später brauche. Vielleicht geht es auch. Okay. Das kann man nicht aufmachen. Ich höre was. Sonntag. Dreh dich. Na. Hab dich. Mit den Kapseln kann ich auch nichts anfangen. Und ich will sagen, ich bin dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich hier drin war. Denn ich habe viele Sachen ausgelassen. Oh, what the... Du Kleiner. Weil ich habe viele Sachen, wo ich dir durchgehen könnte. Oh, eine Kiste. Gar nicht mehr gemacht. Ich habe eigentlich nur noch die Story gemacht und vieles liegen gelassen. Was ist hier? Volle Wettkette. Sagt mir nichts. Falscher Knopf. Mit
Still. Fliegende Messer. Fliegende Messer tatsächlich. Die Masken, denen der Kopf der Gegner verziert ist, öffnen ihre Münder und spucken eine Messersalve auf den Gegner. Na, klingt nicht so prickelnd. Dann bleibe ich doch bei meinem Messer. Viole. Oh. Weg, 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 weg. Geht doch. Ah, hier ist die Schlange. Der kleine Wow-Wow. Geh nach vorne. Okay, da sind wir. Da ist da. Ah. Na, zu gefährlich. Ich komme nicht wieder hoch. Mag auf die Tür. Und abgekürzt. Habe ich nicht aufgemacht. Kutsch. Oh, die Kutschmarke ist geil. Denn damit kann ich sofort zur Kutsche zurückreisen. Oh? Ohne dass ich meine Essenzen verliere. Einen König gerichter Brief. Sir, der Verrat im Hotel des Invalids stationiert sollten, lässt den Wind der Rebellion durch die gesamte Armee wehen. Unter diesen Umständen empfehle ich die Ausweitung der strengen und gerechten Maßnahmen, die bislang aufrührerischen Angehörigen des Ritterstandes vorbehalten waren. Auffordere eigene Truppen. Wer sich weigert, die Waffen niederzulegen und in der Kaserne zu bleiben, muss gnadenlos vernichtet werden. Das Wohl der Krone steht auf dem Spiel. Euer erster Wörter Comte Alessandro de Cagliostro. Na, hat sich eingeschneit und wohl versucht, jeden zu vernichten, der im Weg stand. Aber der sieht auch geil aus. Aber ein bisschen gruselig. Wenn du nachts aufstehst, Licht ist aus und kommst an ihn vorbei. Ja. Okay, Tür ist zu. Mag auf. Komm ich. Ah. Okay. Der war komisch, der Gegner. Nicht gewehrt, nix. Oh. Der Sensenmann. Jo. Scheiße. Das sind normalen Gegner schwieriger als die Bosse. Verstecken. Sicher ist sicher. Neji und ein grünes. Okay. Gut. Hier geht runter. Was gibt's denn hier? Ah, Fiole. Okay. Eins verbraucht. Okay.
Bild, voll und Komma. Ah, wir hätten von oben eine Sturzattacke machen können. Ah. Oh, 2 Spinnen. Jo. Es gab viel Loot. Ah, da geht's raus. Ah. Gibt's irgendwas? Bevor ich unten weitergehe. Ah, da ist die Tür, die ich von außen gesehen habe. Ah. Sah schon verdächtig aus. Warte, nix. Traurig. Keine versteckte Box. Also einmal zurück. Wuppa. Kein Schaden. Zwei Türen. Mal von hier komme ich, ja. Mhm, das ist die Tür, wo wir waren. Okay. Was ist die andere Tür? Wo kommen wir hier raus? Ah, wir sind hier. Da könnt ihr auch den... Und den... Ah, wir haben eine riesen Abkürzung geschaffen. Aber extra nochmal hin. Ja, ich kenne mich. Es geht ja schnell. Zurück. Nee, nee, brauche ich nicht. Die Ausdauer mal wieder. Immer diese Ausdauer im Spiel. Los, Aegis, du schaffst es. Nein, hier. Bingo. Hoppala. Und 1, 2, 3. Und Geronimo. Ah, hab ich. Ah, nein, nein. Nee, nee. Gleich Feuer. Geht doch. Ah, und von dort
Ja, lass mich durch. So. Das ist sagen unsere Abkürzung jetzt. Wir können jetzt dank des Haken hier gleich rüber schwingen. Müssen wir jetzt nicht mehr durch ganzen Gebiete schlagen. Und jetzt sind sie verschwunden. Weil jetzt, wenn ich hier komme, ist immer das Ding da und dank mir. Ich habe dich alles geladen, mitgenommen. Das ist das. Mehr Schaden. 11k Reisen. Das heißt, hier. Hauptaufgabe. Zu Waggons Starthaus und die Reiter finden. Und Hotel. Mal was anderes haben wir nichts mehr. Ja. Reisen. Ne, Invalids. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Na, die guten Krähen. Befreiung, das sind die Männer. Ich muss eh ganz außen rum. Das heißt, ist eh egal. Wir müssen den Weg hier nehmen. Ich kann leider nichts anderes. Feuer. Ah. Idiot. Ich kann ja weiterfeuern, weil ich mit drauf schlage. Das verstehe ich manchmal nicht. Du schlägst auf sie drauf. Aber die können. Macht die Wege. Und gib mir eine Bronzebahn. Das nehme ich. Aber hier. Ne. Hier komme ich halt nicht weiter. Ich muss da unten durch. Und hätten wir die Hauptstory sozusagen nicht weitergemacht, für die, um die Türen aufzumachen, könnt ihr auch nicht weiter hier machen. Das heißt, man braucht die 3 Gegenstände: Haken, den Stoß hier und den Sprung. Alle 3 Dinger braucht man für die ganzen Story zu machen. Ansonsten kann man gar nicht weiter. Ne, da ist Feuer, da will ich nicht hin. Ah, hier geht's eh nicht weiter. Oh, einmal Durchschlüssel. Habe ich schon gedacht. Ah, 6 Fälle. Nur noch 2. Dann habe ich alle auf 4 Maximum. Ma, schade. Ah, okay. Abkürzung. Hat er mich gesehen? Ja.
Wie laut. Ich sehe was Grünes schon. Anglus Hebel. Helle Bade. Ah, die ist schwer. Rundumschlag. Diese Waffe auf Stoßangriff ausgelegt. Das ermöglicht einen langsamen, aber seltenen Rundumschlag. Schwer und schwere Waffen sind zwar stark, aber zu langsam. Braucht man halt echt zu lange, bis die zuschlagen. Nein. Hier gibt's nichts. Unverschämtheit. Monsieur de Robespierre's men. They perished in the line of duty. Haben wohl versucht, die Automaten aufzuhalten, aber keine Chance gehabt. Ah, Vestilo. Okay, andere Seite. Hey, gib her. Ah. Ich habe schon knapp 1,3. Was soll ich mit denen? Benutze ich eh nicht. Was? Hallo Weißbrot. Willkommen nach Steel Rising. Marke auf. Ich glaube, hier war ich noch nie drin gewesen. Ich glaube, die Mission habe ich nie gemacht. Boah. Schande über mich. Ich glaube, die habe ich konkret ignoriert. Und wie war so dein Tag gewesen? Hast du schon Feuerwerk gekauft? Oh. Hiding place in the Luxembourg Gardens. I should keep looking. Feinde, Monsieur, letzte Woche habe ich zum x-ten Mal zugestimmt, sie bei der Suche nach Mademoiselle Athénieux zu unterstützen. Dazu musste ich 3 meiner Männer in Jardin der Luxembourg entsenden. Mir ist bewusst, welche Bedeutung ihre Arbeit für das Königreich hat. Doch sie können meine Dienste nicht ungestraft und auf Kosten der wichtigen Polizeiarbeit für ihre persönlichen Zwecke in Anspruch nehmen. Es liegt in der Verantwortung, Monsieur, auf ihre Tochter zu achten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die ihre Streifzüge verhindern. Eine junge Dame ihrer Stellung darf sich nicht wie ein wildes Tier benehmen. Na, jeder soll sich so benehmen, wie er mag. Denn man wird im Alter oft genug zurückgehalten. Nein! Wo bin ich? Einmal außen rum. Man soll die Kindheit genießen, solange... Oh! No, proszę. The grass. I don't want to die. Not like this. Oh, if I had known, I would have set fire to that monster factory long ago. Was A gibt's? monster factory? Vaucanson's demonic forges. The Gehenna where you were smelted, just like all the murderers of your kind. Monsieur, I have no intention of harming you.
I have come to put an end to the king's actions. If you're telling the truth, then go away and let me live. Nee. Monsieur, Au nom du ciel, put down your weapons. Please, I beg you to spare these poor people. these poor people. But the streets are empty. There is not a soul there who is still alive. There are still those who resist. Some good people came here earlier and asked me for a drink. They swore they would liberate the Hotel des Invalides. They looked exhausted, but utterly determined to fight to their very last breath. Oh, hier leben noch paar. What about the automats? Have Mal you schauen, wie lange. observed their movements? A convoy, led by those machines, went by here. Countless wagons, loaded with barrels. They came from the north, most likely from the factories. Ah, das war die Schießpulver, das wahrscheinlich, was sie mitgenommen haben. What do you fear will happen? I don't know, but I have a terrible feeling. Laissez-moi à présent. You draw those creatures to us. Wenn die herkommen, mache ich die nieder. Denn ich bin der Terminator. Oh. Aegis, pour l'amour de Dieu, run and hide! What do you mean, Papa? Hurry, I beg you! The Count is at our door. He shall take us away. Good heavens! Don't worry about me. Run, I say. Run! Ja, der gute Graf. Where could she have escaped It's to? always more A fun. hiding place in the Luxembourg Gardens. If I could find out where it was, I could track Athenais. Hey Sinas und vielen Dank für dein Abo. Ja, hier war ich letztes Mal garantiert nicht drin gewesen. Die Mission habe ich gar nicht mitbekommen. Wow. Zum Glück habe ich es nochmal durchgespielt. Spiel es nochmal. Und was gibt's Gutes? Aber die Ausdauer ist weg. Schade. Keine Ausdauer. Schade. Diese mehr Ausdauer, Balance besser, Abpanzerung, na. Und ihr wartet dein Tag, Sinas. Schönen Tag gehabt. Alchemie. Parieren, vergiss es. Ich und pariere, das ist Katastrophe. Hotel befreien und die Reiter finden. Weiter Knopf. Tagebuch. Der dort unterschreiben, was wenn die Leute versteckt hätte. Also muss ich nochmal nach Luxemburg und dort durchsuchen. Die Reiter. Aber hier war ich schon gewesen. Ah! Wobei, hier habe ich das Tor aufgemacht und bin hoch. Ne, ich muss jetzt mal zum Palast, zum Hotel befreien dann. Weil ich glaube, das ist ganz außen rum. Ja. Das ist manchmal die Wegfindung etwas katastrophal hier. Es wird zwar der kürzeste Weg angezeigt, aber viele Wege sind noch versperrt, was nicht aufgemacht.
Laptop auf. Ist ein ganz gutes Spiel. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall später viel Spaß damit. Neues Hotel. Jojo. Erstmal schauen, ob es Blut gibt. Aufwärts! Ah, da geht's rüber. Haben wir alles? Ja, das heißt... Geronimo! Pension Neckars Stadthaus. Macke auf. Ah. Nein. Aktivieren. Abkürzung. Yes. Aber ich glaube... fuck. Ey, lass mich zuschlagen. Das wird wohl heute der letzte Stream wohl von diesem Jahr sein. Weil die letzten 2 Tage habe ich Spätschicht, weil ich kaum was schaffen. Und Sonntag muss ich schauen, ob ich vielleicht mal ein bisschen was mache. Weil Sonntagabend bin ich beim Kollegen Silvester feiern. Und dann wird es eh nicht klappen, irgendwas zu machen. Ich denke mal auf jeden Fall Neujahr wird ein Neujahrsstream geben. Hey, Heilung, Heilung. Ah, der steckt zweimal zu, der Arsch. Ah, auf der anderen Seite. Okay. Und hopp. Hopp. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Wird bestimmt toll sein. Zwischensequenz? Ja. They're after us. You must carry on, I beg you. I'm making. I'm out of breath. Por amor de Dieu. Suzanne, just a bit more. We're almost there. Mit den Hunden, die einen jagen, wird schwer. Sie sind bestimmt eingeholt worden, weil die können ja rennen bis zum Umfallen, die Maschinen. Necker und eine Frau nicht wirklich. Abwärts. Ein fetter Klotz.
2, 3. Ah, hat mich gesehen. Der scheiß Vieh. Ah. Danke. Das Gute ist, dass die Gegner auch sich gegenseitig treffen können. Hoppala. Jo. Aber es gibt genug Spiele, wo die Gegner sich einfach treffen müssen, aber die einfach keinen Schaden bekommen. Das ist wirklich dumm gemacht. Ah. Hopp, hopp. Aegis Sainte-Marie. The Ottomans ravaged the church and slaughtered the faithful. Weiter, Herr Diakon. Ich muss mich nach Holland begeben, um meine erkrankten Schwester einen Besuch abzustatten. Daher vertraue ich Ihnen den Schlüssel zum Weinhaus an und bitte Sie, in meiner Abwesenheit die Verletzung zu leiten. Der Herr sei mit Ihnen. Pater Michelon. Hast du einen guten Zeitpunkt ausgewählt, wegzugehen? Als hättest du es beinahe gewusst, dass hier alle am Arsch sind. Komm. Nee. Du triffst mich nicht. Oh. Was macht er? Ah! Ich hatte ihn betäubt. Traurig. So, Modul, Gusseisen. Was gibt's hier? Lauf! Lauf! The door. It's going to give way. Right, Susan! It's too late! Und ein weiterer wurde gekidnappt. Gab's jetzt Matsch? Das wissen wir jetzt nicht. Oh, nicht über die Leichen raufen. Oh. Ein Level up. Aber erst mal schauen. Kann ich mir was kaufen? Was mir nützt. 3. Nein. Okay. Nix. Das heißt, nur aufleveln. Weil Module, Level 1. Von hier komme ich. Ich glaube, hier geht's weiter, ja. Ich glaube, hier konnte ich nichts mehr machen. War alles zugesperrt. Sandsäcke, die waren alle tot. Und dort konnte ich alle, ja. Nur noch durch den. Oh, abgezogen. Macht den Weg frei. Oh.
erstmal nichts da gelassen. Ah. So. Weitere Essenzen für mich. Okay, kann ich nichts machen. Warte. Komme ich darüber? Komme ich darüber? Nein! They're back. He's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. He won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Hi Julian. Keine Angst. Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Senor. He can speak. Ein Wunder. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Ich weiß nicht. Keine Where are Sorge. the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Das habe ich gesehen. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Vertu. Also wurde hier jemand entführt. Der Necker auf jeden Fall. Ah, das ist zu sagen. Da waren wir gewesen, ja. Ne. Da geht's weiter. Okay, einmal zurück. Wir haben noch nicht alles erkundet. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts. Oh. Eieiei. Nicht schlagen. Ich bin ein armes Kind. Ah, das ist die Barrikade. Ist was hier noch? Nein. Oh, eine Essenz, danke. Ja, das Spiel ist mit Controller viel einfacher zu spielen. Also, ich habe keinen Schlüssel. Ja. Nee, Fortnite. Fortnite bäh. Weiß noch nicht. 10, 11, 12, keine Ahnung. Ich habe morgen eh Spätschicht, also kann ich morgen ausschlafen. Da waren wir schon. Ich habe heute Zeit. Hier ist auch alles farbenfroh. Hopp, hopp, hopp. Ui. Oh.
Das macht auch Spaß. Okay, komm nicht rüber. Abwärts. Das ist... Na, 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 na. Einer down. Dann musst du auf nächstes Spiel warten, auf Robocop. Das ist dann farbenfroh. Geht's hier? Hotel. Komm ich von hier? Nein, aber hier ist ja nichts. Robocop wird auch farbenfroh sein. Freue mich schon drauf aufs Spiel. Okay, da komme ich nicht durch. Weil das... Oh. Weil das, was ich angezockt habe, ich glaube eine Stunde, hat wirklich Spaß gemacht. Und freue mich wieder drauf. Einmal Luftmarke. Abkürzung. Okay, da geht's weiter. Was sehe ich bin ein Zweiermodul. Zweiermodul ist zum... Oh, ich habe den Achter. Danke. Also, ich kann jetzt eine Vestillon des aufrüsten. Ganz vergessen. Reiter dort. Da gibt's nichts. Ah, Geronimo. I'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. Mhm, aber erstmal unten nachschauen. Oh. Ah. Ich muss mich runterfallen. Oder von hier. Ah, das geht auch. Wusste ich gar nicht. Dass es auch geht. Oh. Über Loot. Krafterweiterungsmodul. Sagt mir gar nichts. Kraft. Ah, hier bist du. Verringert tatsächlich die Ausdauer. Kosten von Angriffen mit Hämmer und Hellebarden. Ah, okay. Ah, da bekommen wir jetzt Module für die jeweiligen Waffenarten, damit die weniger Ausdauer verbrauchen. Ah. Jo. Was du kannst, kann ich auch. Nix. Okay, da geht's rüber. Sie kann eh nicht schwimmen. Hopp, 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 hopp. Puh. Das wäre was. Ins Wasser gefallen und der ganze Weg nochmal. Ich
Ich habe auch auf YouTube gesehen, dass ein Speedrunner so etwas um die 2 Stunden für das ganze Spiel gebraucht hat. 2 Stunden. Aber die wissen ja die ganzen Glitches, was sie machen müssen, wie über Wasser laufen The debt müssen. was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Hey, Schädel. Ja, wer sich gegen den König wendet, hat ein kurzes Leben. Die sterben urplötzlich. Was sagt uns, dass das ein Bosskampf wird? Die Arena, dass keiner da ist. Einmal aufladen. Und Geronimo. Tut. Der Turm. Oder der Uhrenwächter, der Schlüsselwächter. Oh. Ne. Blitz nicht gut für mich. Bin empfindlich. Oh. Ne. Los. Down. Den Uhrenwächter zerstört. My dear Suzanne, take my hand, please. Jack Snicker. Let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance.
Und? What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. It's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Da war's der Riesentyp. Aber habe ich geschlagen. Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. Und? How Wieso? and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? Und was jetzt vor? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. Konvent? I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Ah, das automatisch. Das heißt, ich muss nochmal rüber wegen den Reitern. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Noch. Aber der Tag ist noch lang. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia convent your headquarters and a welcome refuge. Danke. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strength to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson.
That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre, a labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Aber jetzt nochmal wieder zurück. Mir fehlt Monsieur noch. Necker, I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Hast ihn verärgert? Deswegen vielleicht? Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Oh, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed Sag precisely das to nicht. that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. Und Suzanne? I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides, we were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Die Namen von den an Abbé Grégoire, Gemeindefeier von oui, Montpierre. Unsere Ordensregeln verbieten uns die Beteiligung an säkularen Angelegenheiten. Durch Gebet werden wir die Seelen derer retten, die der Herr in seiner heiligen Barmherzigkeit zu sich ruft. Ich vertraue Ihnen die Reliquientruhe unserer Brüder an und bete, dass Sie so wie jene, die an ihrer Seite im Speisesaal unseres Konvents Schutz suchen, von den Verwüstungen verschont bleiben, die uns ereilen können. Mein Gott sie beschützen. Lafayette, Necker. Ja, die französischen Namen sind schon. Ja. Ah, da bist du, Bailey. Ich habe dich gesucht. Monsieur Bailly. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Ja, I hier. found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? Ja. It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid.
What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Goodbye, Monsieur B. Blausäure ist eigentlich nichts Gutes, falls mich mein Chemieunterricht Monsieur Lavoisier. im What Stich can I do lässt. for you, Aegis? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison, of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Goodbye, Monsieur Keine Lavoisier. Sorge, mach ich. Das heißt, einmal zurück nach Le Invalid, wegen 2 Missionen. Einen Julien Raymond Gerichtsbrief aus Aegis Saint-Dominique. So Gott will, wird dieser Brief dich vor dem Zusammentreten der Generalstände erreichen. Wir ermuntern dich gegen Versailles zu wettern und dich nicht auf landwirtschaftliche Fragen zu beschränken. Wir müssen vorbringen, dass wir keine Debüts haben und dass das, was die weißen Abgeordneten fordern, nicht zum Gesetz für uns werden sollte. Sei streitbar und bekämpfe die Verachtung, die sie uns entgegenbringen. Wir raten dir, auch mit Monsieur Necker zu sprechen. Seine woltige Werke zeugen von Menschlichkeit und deuten an, dass er ein offenes Ohr für die Unterdrückten haben wird. Dein Freund und Bruder François Raymond. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Ich habe ja alle getötet, What do you also. want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, Monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. Ja, das stimmt. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you.
Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Jo, keine Sorge. Ja, ich bin weg. Oh, noch was zum Lesen. Unabhängige politische Zeitung von Monsieur Marat. Was nützen Verstand, Scharfsinn, Kühnheit und Beherrschkeit, wenn sie nicht für das Allgemeinwohl eingesetzt werden? Das Volk wird nicht vergessen, dass Monsieur Necker vor einem Jahr eine organisierte Hungersnot in die Wege leitete. Dadurch, dass im Sommer 88 eine drohende Knappheit verkündete, schürte er mutwillig die hohen Brotpreise. Dann nutzte die Inflation als Vorwand, um ein öffentliches Monopol einzuführen und die Bäcker ihrer Freiheit zu berauben, sich nach eigenem Ermessen Vorräte zu beschaffen. Auf diese Weise, liebe Leser, riss unser Philanthrop das gesamte Korn des Königreichs an sich, um seinen Komplizen Spekulationsgewinne zu ermöglichen. Seine Freunde, die Minister, Edelleute, Richter und andere kluge Gauner waren an dem Komplott beteiligt. Gemeinsam machten diese Räuber aus dem Unglück des Königreichs ein profitables Geschäft, unterstützt von allen Dienern und Huren des Hofs. Meine Feder ist frei, Bürger, und sie wird Monsieur Necker schonungslos verfolgen, solange er am Steuerrad des Staatsgeschäfts bleibt. Sie wird seine Verbrechen aufdecken, bis der Hungerspekulant dem gerechten Volkszorn nicht mehr entgehen kann und sein Heil in der Flucht sucht. Herr Bier, did you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mentioned share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I am now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory, and that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster quies in celis sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. It contains a list of metals. I found it by the factories, near Vaucanson's workshop. Let's see. Steel, molybdenum, very good. Tiens, donc, tungsten and zirconium. This master blacksmith knows his trade. These metals can be used to make the strongest alloy imaginable, as long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows no bounds. Well, Monsieur Lavoisier, is there any way to break this alloy? Break it? Certainly not. But a mineral acid could change its structure. Melt it, perhaps. I would recommend sulfuric acid, or vitriol, if you prefer to use its common name. Where can I obtain some vitriol?
I had some, but my laboratory at l'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. Bye. Ah, da bist du. Sag schon, How was your gibt es? search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Athénaïs jumped out from our hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. Would you happen to know where I could find some vitriol? Sulfuric acid? Of course. Combined with sea salt and green copperas, we use it to polish the lenses of our telescopes. But I don't know how much we have. You would need to go to the Louvre and take a look at the observatory's storeroom to find out. If you will allow me to. Of course, madame. Here is the key. Goodbye, Danke. Monsieur B. Mit dem habe ich gesprochen. Mit dem habe ich gesprochen. Robespierre habe ich gesprochen. Kommt, hast du auch eine Nebenaufgabe? Monsieur de Mirabeau. Yeah. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the King's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Der ist weg. Hey, ich wollte noch mit ihm reden. Einmal die. Have you located Athénaïs' hiding place? Nein, No. Not yet. Look carefully. Remember, it's on the edge of the garden, between two statues, hidden amongst the plants. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Das werden wir später wohl herausfinden. Monsieur Lavoisier. Hast du was What can I do Gutes? for you, Aegis? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? No. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand.
Goodbye, Monsieur Lavoisier. Also keine Hilfe für mich. Ah, da muss ich trotzdem den untersuchen. Habe ich. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Ja, er musste gehen. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Und da eine Rebellion stattfindet, wird es immer Tote geben. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Jo, die Namen. Aber interessante Geschichte. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Ja, mit so einem Stein kann man alles machen. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitence door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Yay, ein Wunder. Komm, müssen wir dorthin? Ist unser Schlüssel da? Goodbye, mon père. Ein Zufall. Okay, das haben wir auch. Neck haben wir auch. Das mit den Reitern. Okay, das heißt, wir haben sehr viele Nebenaufgaben zu erledigen. Das heißt viel herumrennen und Monster klatschen. Oh. Ah. Eure Majestät, ich füge dieser Nachricht einen Abschnitt von Dr. Lemonniers Autopsiebericht bei. Sie wird euch über die Todesumstände eures älteren Sohnes und die Schuld eures Mannes aufklären. Und abgeschickt. Und voll. Alle Modulplätze auf 4.
Das heißt, ich kann nichts mehr machen bei denen. Nein. Wieso soll ich mir jetzt einen Schlüssel kaufen? Ich habe alles geschafft. Module. Brand, Schnellabkühlung. Fächer und Klauen. Frostresi. Nein. Nee. Ey, das. Okay. Hier geht die Story weiter. Und hier. Ah, es ist hier. Okay. Das heißt, doch hier bleiben. Erstmal Ethenies Versteck finden. Rückwärts. 2. Gut. Und jetzt noch 2 Hits. Vorher waren es 3 Hits, aber jetzt mit den ganzen Kraft aufleveln verbraucht er noch 2 Hits. Ja. Manchmal, da komme ich immer noch nicht hin, keine Ahnung wie. Lass mich durch, bin Arzt. Nein. So. Hey. Sei kein Arsch. Dann bleiben wir es auch irgendwie außen rum. Ich dachte, ich kann jetzt hier durchlaufen. Ne, das ist nur... Achso, ich bin hier. Da. Brutzel. Verzieh dich. Das war lucky. Ich muss irgendwie außen rumkommen. Das hat mir nichts gebracht, bringt mir nichts. Ah, hier. Geheimweg. Wupp. Und aufwärts.
schon wieder was verpasst hier. Ab. Ah, hier waren wir gewesen. Hier war ja Boss-Time gewesen. Das heißt, es muss von oben. Na. Jo, halte ich fest. Aegis. Das heißt, hier rum muss ich irgendwo gehen. Komm her. Bleibst du? Nein, hier auch nicht. Was zum... Ich müsste irgendwo ganz außen rum. Hier bin ich, glaube ich, ganz falsch. Habe ich mir gar nicht geholt. Ah. An die Mitglieder des Théâtre Franklin Campignons, der König der Seite, die er zu Feinden des Königs erklärt hat, in die Bastille werfen. Da er uns nicht verziehen hat, dass wir Chanel Charles IX. Aufgeführt haben, bitte ich all jene von euch, die wie ich öffentlich in Patriotismus begründet haben, unterzutauchen, bis die Bedrohung durch die Tyrannei vorüber ist. Salute Fraternité, Befreiung und Brüderlichkeit. Hat er nicht wirklich was gebracht? Du bist gestorben, junger Mann. Der war da. Was zum Geier bin ich wieder? Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Wie ein Arzt. Oh, in einer Karte, scheiße. Hey, lass mich durch. Ah, hier oben. Oder? Ja, genau. Hey.
bin doch richtig. Jetzt. Das war ein Kampf. Hey, ich hab den Sack nicht. Haha. Wir kommen nicht weiter. Hui. Das war ein Krampf. Die hätten wenigstens so Schnellreise. Schnellreisepunkte einbauen können, dass man zwischen den jeweiligen Westregions reisen kann. Und wird man sich viel Zeit ersparen. Athenais' hiding place. A fight took place here. Na, da ist die Kiste. Alles andere kommt später. Bronzebahn, Marken. Zum Aufleveln, aber trotzdem. Brief über die Blinden von Dennis Diderot. Eine handschriftliche Notiz ist auf die erste Seite des Buches gekritzelt. Hier im geweihten Tempel der Natur, wo ich der Gesellschaft der Menschen entfliehe und meine Einsamkeit genieße, fühle ich mich dir am nächsten, weil wir glauben, dass ich dich nie kennengelernt habe. Du bist doch hier an meiner Seite, liebevoll und beschützerisch. Wenn wir einander je wiedersehen, Monsieur Diderot erscheint es nicht zu glauben, der Gedanke lässt mich frösteln. Ich möchte an den Himmel glauben, liebe Mama, und dass du dort auf mich wartest. Toni, die Tochter von ihm. Und... Franciscus Antonius. What unusual names. Whose king could this be? Perhaps the guests of the Cordelier can enlighten me. Und da ich nicht Lust habe, wieder zurückzulaufen. Wo bist du? Wo bist du? Gut, ich mag lesen am besten. Ja. Und wieder da. Kann ich mir die Teile kaufen? Nicht reisen. Na. Kaufen, kaufen, kaufen. Jo. 5 Stück. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Material. Höchst. Ich bin wieder da. Nach Ewigkeiten. Wen soll ich befragen? Fangen wir den an. Monsieur B. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Okay. Du. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Dann du auch nicht. Du. Okay, du nicht. Du willst nicht mit mir sprechen, Arsch. Did you go to the Hotel de Massiac? No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. Ja, I gleich. found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Okay, du auch nicht. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Do the full names glaub ich. Franciscus Antonius mean anything to you?
The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Okay, auch nicht. How is your research on Nicholas Flamel going? I have done nothing yet. Don't take too long, Aegis. Don't forget that the tomb is in the crypt of the Église Saint-Jacques de la Boucherie, under the cemetery. The church isn't far from the Hôtel de Ville. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Goodbye, mon père. Dann der auch nicht. Dann habe ich noch 2. Und bestimmt, der Mirabeau kann mir was sagen, der ist nicht da. Würde ich wetten. Monsieur Necker. Madame? Was war das hier? Hm? Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing at all. I'm very sorry that I'm of no help to you. Okay, du bist auch keine Hilfe. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Okay. Der will nicht mehr sprechen. Nebenaufgaben. Nee, leider nicht. Das heißt, ich muss warten, bis der Mirabeau wieder da auftaucht. Also. Monsieur le Marquis. I'm listening. Goodbye. Noch nichts, okay. Dann muss ich halt warten. Tschüssi, das geht weiter. Reisen, reisen. Okay. Die konnte mir nichts sagen. Die Reiter. Wir werden viele Nebenaufgaben machen. Ich wusste gar nicht mehr, dass so viele sind da von denen. Auch ich sagen musste, ich habe ein paar nicht gemacht bei meinem ersten Durchgang. I fled in that direction. I should be able to find a way in. I have already passed by the Église Sainte-Marie. I can get back there quickly from here. Anderer Gegner. Und das Tor ist offen. Irgendwie, wenn man den Boss besiegt, ist das immer offen. Spart man sich Not a Zeit. single one escaped. Die Reiter sind hier. Warte. Ein von General Lafayette und seine Angestellten. Ich befehle Ihnen, sich nach Saint-Louis zu begeben. 4 Stunden südöstlich von Mühlhausen. Es ist Ihnen und Ihren Männern verboten, mit Banditen zu sprechen. Sie werden sie den Ulan von Hauptmann Häuser anvertrauen, die im Gasthaus der Poststation auf Sie warten werden. General Lafayette. Naja, zu dem gehe ich gleich. Oh. Nichts Besseres.
Mag auf. Oh. Eine Rückzugsscheiben. Eure Majestät, da es offenkundig ist, dass ich euer Vertrauen verloren habe und ihr zögert, mich abzuberufen, bitte ich euch, mich meine Pflichten als Minister zu entbinden. Ich hoffe aufrichtig, dass mein Nachfolger euren untertanen Vorstand beschwören wird. Die Frucht pflichtbewussten Dienstes. Ich verbleibe euer bescheidener und ergebener Diener. Jack Necker. Ja, aber der König war nicht glücklich darüber. Und das hat man gesehen. Nee. Genau. Den habe ich vergessen mitzunehmen. Mehr Panzerung. Panzer. Wup. Komme ich wieder hoch? Oder muss ich außen rum? Muss ich außen rumlaufen? Na, und sei's. Ja, ich habe zum Glück die ganzen Wege freigeschaltet. Ich muss nicht so weit laufen. Schade. Das würde ich als einziges Manko in dem Spiel sagen. Die ganzen Wege, die man hin und her reisen muss. Auch wenn man sich die ganzen Abkürzungen geschaffen hat, ist es trotzdem immer wieder nervig, wenn du in einem Gebiet warst und dort trotzdem immer wieder hinreisen musst. Zurückreisen musst. Nein. Ja. Nein. Verzieh dich. Danke. Aha. Und wupp. Aha, keine Chance. Ich bin mächtiger. Bin wir da. Das ging aber schnell diesmal. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Ist noch was hier? Der interessiert mich nicht. Mann, du Arschvieh. Nein. Stirbe. Und du hast den Schlüssel. Als hätte ich es nicht gewusst. Plötzlich, wenn man die suchen muss, hatte jemand einen Schlüssel. Mal wieder die Spiellogik. Der war vorher auch da gewesen. Aber jetzt auf einmal ist der Schlüssel da. Geh weg. Danke. Jetzt muss ich Susan finden. Oh. Na. Ich verarsche nicht. Okay. Die Richtung.
Wenn ihr Weg sagt nach links, geht man nach rechts. Oh, Spinni. Oh, danke. Ah, der lebt noch, der Arsch. Oh. Kann ich ruhig stehen lassen. Wieder im Boden verpackt. Oder auch nicht. Wobei doch. Weil es war drüben gewesen. Außer es konnte sich teleportieren. Aufwärts. Okay. Nix da. Das ist jetzt enttäuschend. Ich habe auf einen Schatz gehofft. Wen haben wir hier? Spini. Ich sehe dich. Oh. Ah. 2 Spinis. Ah. Das war dumm von mir. Und wo zum Geier bin ich? Ah, ich habe nicht hingehockt. Nein. Der ganze Weg nochmal. Aber der Weg geht schnell. Aber trotzdem. Weil ich aufgepasst habe, wo der große Typ war und ich mit den Spinnen viel zu sehr beschäftigt war. Nein, lass mich durch. Na. Jetzt aber setze ich mich hier drauf. Denn ich habe keine Lust, den Weg zweimal zu machen. Beim ersten Mal habe ich es gelernt. Aha. Vorbei. Zweimal überraschend. Diesmal ging es sogar. Da war mal. Nee. Ah. Ja.
ich das übersehen habe. Jetzt können wir sagen, zum Glück bin ich gestorben. So. Alle guten Dinge sind 2. Ah. Ah. Fuck. Danke. Weg. What? Hey! Sollte aber auf die Gegner scheißen und davonlaufen. Da ich meine Seelen verloren habe. Also für mich. Nur davonlaufen jetzt. Rechts. Links. Rechts. Scheiß auf euch. Und tschüss. Ihr kennt mich mal. So. Sie sind dort. Zweimal an solchen Orten gestorben. Peinlich. Oh, gut, danke. Ah, wir sind wieder hier. Ah, dort ja heute ja weiter streamen. Hier ist Suzanne. So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Mein lieber Ehemann, wenn Sie Zeilen liest, dann hat der Herr uns in seiner Gnade bei der Verschwundenen dieser Kirche nicht zum Grab werden lassen. Ich konnte den schrecklichen Massaker entgehen und werde unsere Tochter Germaine in Hospiz der Barmherzigkeit von Saint-Sulpice aussuchen. Wir werden dort auf dich warten. Deine liebende, treue Ehefrau Suzanne. Okidoki. Das heißt, Frau am Leben. Wupp, wupp. Das ist Glockmann. Tschüss, Glockmann. Tschüss, ihr Typen. Auf nie mal wiedersehen. Du Arsch. Ne.
hier bin ich. Meine Kutsche ist da. Oh. Verehrter Monsignor, ich habe mich an den von Ihnen genannten Treffpunkt Feinde begeben, bin dort jemanden unerwartet begegnet. Madame de Polignac, der verhörten Königin. Sie machte kein Geheimnis aus dem Grund für ihre Anwesenheit an diesem trostlosen Ort. Daher weiß ich nun über die kostbare Fracht Bescheid, die Ihnen so viel Sorge bereitet. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Charlotte und der junge Dauphin verschwunden sind. Alle Anzeichen deuten auf einen Überfall durch die Männer des Duke d'Orléans hin. Offenbar griff der Wagen an, in dem die Kinder sich verbargen. Die Reiter, die sie als Gott entsandt haben, sind allesamt tot, niedergemacht von den königlichen Automaten. Und auf Wiedersehen. Boutique. Kann ich mir da was kaufen? Die Marken? Nein, noch nicht. Okay. Erstmal eine Nebenaufgabe abgeben und dann geht die anderen weiter. Der ist noch nicht da. Mirabeau, dann weiter geht's. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? Ja. Your wife. Is dead. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the Armoire de Fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that'd be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it.
Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Necker ist auch weg. Ah, stimmt, wegen den Reitern. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. So, Goodbye, Monsieur le Marquis. goodbye. Weil ich ja den Brief weggeschickt habe, hat sich aber das erledigt mit der Nebenaufgabe. Nee. Welche zuerst? Im Hotel das Vitrol beschaffen. Machen wir das jetzt zuerst. Nehmen wir Vitrol und das andere. Den Panzerschrank. Ja, irgendwie nur bei denen dauert es immer so lange, bis es fertig Here I geladen am hat. at an impasse. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. I can get to the Tuileries Palace via the Louvre. Then I should be able to enter it through the courtyard. Erstmal. Oh, das war knapp. Wobei. Auf geht's. Das geht ja schneller. Aber ich habe ja unten den Weg schon frei gemacht. Ah, der ist oben. Oder? Yep. Dort entlang. Wo war nochmal der Schrank? Mach die Tür auf. Links kann ich nicht gehen, nur rechts. Nichts zum Gebrauchen, aber nehme ich mit. Jo, viel Spaß, Inas. Ich muss. Ah.
Kann ich durch. War einfach eine Tür zu früh abgebogen. So. Ah. Jo. Manchmal stelle ich mich hervorragend an und manchmal treffe ich mich von jemandem Scheiß. Ah! Parieren, parieren. W und Panzerschrank. Hier ist keiner, aber viel Blut. Ja, du. Da. Ich spiele das, als würde ich zum ersten Mal das Spiel mal spielen. Kommt mir so vor. Ah, da ist der Schrank. Wie es aussieht, hat schon jemand. Forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. There's something engraved on it. H.G. Riquetti. Comte de Mirabeau. Oh. Deswegen wollte er weg. Whoever broke into this safe left behind the most valuable thing in it. This doesn't make sense. Mhm. Die haben wohl gekämpft und sind gestorben. Haben keine Chance gehabt gegen ihn. Ah, der Typ wieder. Sterbe! Und wenn du blockst, verlierst, wieso greifst du nicht an noch? Mich greifst du an, aber die nicht. Du Arsch. Abwärts. Ah, wieder hier. Nee, nee. Erstmal Vitrinol beschaffen. Und dann geht's zu kommt. Einmal hier durch. Sorry, bin durch. Ich muss hier nur kurz weg. Warte mal. Muss ich rein? Ja, muss ich. Okay. Das war's.
Sorry, Babau. Ah. Falsch abgesprungen. So. Sag ich doch. Und unter uns. Beziehungsweise immer noch verschlossen. Was zum Geier? Ich muss ja wirklich mal durchlesen, wo ich den scheiß Schlüssel finde. Das ist gut. Wenn man mal irgendwas aufmacht, warten die Gegner auf dich. Oh. Gisti. Was gibt's? Lady Macbeth Fächer. Ui. Mal gucken, was das kann. EC Mittel fliegende Dolche Spezialität. Wenn die Umstände es zulassen, schicken die Lady Macbeth Fächer zwei zerstörte Klingen in Richtung des Ziels. Gar nicht mal schlecht. Aber ich bleibe bei meinen schönen Waffen. Mitnehmen. Und jetzt nur noch zum schönen Comté. Ah, hier bin ich ja wieder draußen. Ah, bin ehrlich. Gehen wir zur Rutsche. Geht schneller. Nein, nein. Muss ich mir den ganzen Weg nicht erspare ich mir. Oh, nein. Ah. Ha. Ich war doch nicht hier gewesen. Sorry, muss kurz durchrennen. Hier oben. Oh. Aha. Nicht erwischt. So, was zu sammeln. Danke. Ah. Brauche ich eh nicht. Ui. War ich hier noch nicht?
sorry, muss zurücklaufen. Oh, 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 oh. Sorry, sorry. Und wieder. Ui. Das ging ja gut. Ah. Hier I have bist du. just come from the Tuileries. The Armoire de Fer has been ransacked. Ah, wow. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. Mhm. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. I'm going to have a look around. With your permission, of course. Well, since I'm in no position to dissuade you... Mhm. Kannst nichts unternehmen. Ah. Nur wenige Zeilen wurden nicht von dem Plan verzerrt. Wie es einmal Majestät beliebt, vertretet den Standes, deren Wut vermerkt werden sollte, euer treuer und verschwiegener Diener. You appear to have burnt these papers in a hurry. I'm eager to hear your explanation. It's nothing at all, I assure you. Frivolous letters that were cluttering my desk. Bin mehr freundlich. I find your defense unconvincing. Why won't you tell me the truth? You don't understand. This is a matter of the utmost importance that I cannot discuss with a creature such as yourself. I am an automat, monsieur. This is true. But I serve the Queen. And my only aim is to put a stop to the crimes that have befallen the kingdom. Well, know that you're not alone in serving the Queen. What was in those letters you threw into the fire? My private correspondence with the King. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the king? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. Was mit der Königin? You claim to be a friend of the Queen. The king has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer expect any leniency from him. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only one that can bring about these reforms. I found your pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the king's automats. Ja, das stimmt. Tell me, what happened at Meudon? It's all here in this letter, written in the king's own hand. Please, give it to the queen.
She must learn the truth. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it. An Abby Edgeworth von Pater. Sie nahm mir die Beichte ab. Sie hörte mir zu und verstand mich. Sie unterstützt mich an dem schrecklichen Tag, als Gott selbst mich verließ. Und heute muss ich in das schlimmste aller Verbrechen stehen. Ich gestehe, dass ich meinen Sohn getötet habe. Ich befahl die Abrechnung des Giftes, das ich ihn tötete. Ich glaube, ich würde aus schwärzester Magie ein Wunder wirken und dem Kind, das die Ärzte für verloren hielten, einen prächtigen Körper schenken. Beschmutzte ich die Seele meines geliebten Sohnes. Nun ist ein unschuldiger Geist in einem grässlichen Metallkäfig gesperrt. Ich habe meinen Sohn in eine verfluchte Kreatur verwandelt, halb Mensch, halb Maschine. Und er versucht, die Mauern des Gefängnisses einzureißen, indem wir ihn zu halten hofften. Sein einziger Wunsch war es, zu lachen und die Schönheit der Welt in sich aufzunehmen. Doch ich habe ihn dem Entsetzen, dem Wahnsinn und der äußersten Form von Einsamkeit überlassen. Ich will nur eines, Monseigneur ab. Geben Sie mir meinen Glauben zurück. Ihr König befiehlt es Ihnen. Nach dem Nix der Philosophen verlangt es mich nicht. Hup, hup, hup. Ich will die Ewigkeit damit verbringen, für mein unaussprechliches Verbrechen zu büßen. Ich will ein himmlisches Gericht, um mich dort vor meinem Schöpfer zu verantworten. Ja, Pater, ich will, dass meine Seele ewig besteht, damit sie für alle Zeiten in der Hölle brennen kann. Er wollte jetzt auch was Gutes tun. Sein Sohn war wohl nicht so körperlich fit. Der wäre höchstwahrscheinlich gestorben. Und er wollte dann seine Seele in einen Automaten stecken, dass er fröhlicher ist. Aber am Ende hat er es noch schlimmer gemacht. Ja, am Ende hat er es noch schlimmer gemacht. Und sein Sohn muss jetzt die Sachen büßen, was er gemacht hat. Hier ist nix, hier ist nix. Die Einsiedler. Ja. Feinde, Monsieur, ich schicke Ihnen das Vitrol, das ich in Monsieur Bellis verraten habe. Zu Weihnachten. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ah, hier. Das Vitrol, das Sie mir geschickt haben, reicht aus, um mindestens eine Laternen zu zerstören. Monseigneur, der Robespierre sprach jedoch Weges an. Niemand von den Sterblichen kann sich diesen verfluchten Mestillanien nähern, ohne dabei umzukommen. Monsieur de la Valette erwähnte Pierre Jaurès de Laclos, ein Hauptmann der Artillerie und Militäringenieur, der eine revolutionäre Kanonenkugel entwickelt hat. Das Projektil wird den Takt aus der Kanone abgefeuert und verteilt seinen Inhalt erst beim Auftreten auf das Ziel. Wir müssen diesen Ingenieur finden und überzeugen, das Geheimnis seiner Erfindung zu teilen. Er dient dem Duc d'Orléans und niemand weiß, wo er die derzeit verbringt. Halten die Ausschau nach ihm. Die Hilfe des Mannes könnte ein entscheidender Vorteil für uns sein. Ich schau mal nach. Kutschenmarken. Okay, keine dabei. La Cité, das ist mit den die Anleihen. Beim ersten Mal habe ich es im Lafayette gegeben. Heute gebe ich meinen Robespierre. Mal schauen, was am Ende rauskommt. Ja. Mal schauen, was ein Ende ich diesmal bekomme, wenn ich ein bisschen
meine Entscheidungen anders treffe. Ah, da kommt er. Bin ich fragen, wenn er... Monsieur de Mirabeau. Ja, genau. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. Yay. And I'm willing to bet you're looking for a certain Francois Antoine. That's right. Well, you'd need to look a little further east, mademoiselle. Across the Rhine for a start. Because this cane belongs, or belonged, to a certain Franz Anton Mesmer. Mesmer, the prince of charlatans. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned commission denounced his theories. It wasn't long after that when he disappeared. Can you tell me more about Mesmer? He was a mystical healer who was once popular with the upper class. I myself attended several of his sessions. Und die Kommission? You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism, a conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain, a tiny flow of energy that my devices were able to measure. My dear colleague, must I remind you again that we were never able to reproduce your observations? It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. When and how did Monsieur Mesmer disappear? The denunciation of his techniques was the start of a long descent into hell for Monsieur Mesmer. He was abandoned by his clients and resumed his research in virtual secrecy. I think he was hoping to perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. He left in such a hurry that he abandoned everything he owned. Furniture, belongings, and scientific equipment. And it seems that Cagliostro has inherited this treasure. Is that so? Well, if what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, it's likely. This adventurer from who knows where is quite the mysterious character. And he has been very busy recently. I've been able to observe him from my apartments, making frequent visits to Rue Saint-Honoré, on the Tuileries side. I wonder what he was doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent of a theory called animal magnetism. He claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using magnets. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Unfortunately, despite all his attempts, I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room where incense has been burned to intoxicate the soul and cloud your vision. Amiable servants, half-dressed, gliding from countess to duchess to the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Ja, es klingt schon ein bisschen nach ein bisschen Scharlatan, dass er einfach irgendwas mit viel Rauch, viel Musik, die Leute glauben gemacht hat, dass er sie geheilt hat. So how is Monsieur Marat?
I haven't met him yet. He is your only chance to reach the Bastille, Aegis. You must speak to him. Ja, He's ja, holed ja, up ja, in the ja. quarries of Montmartre, hiding. Ja. As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball? no. We didn't talk about it. That's a pity. Without his help, our strategy is doomed to failure. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. He's currently in hiding in the quarries of Montmartre. Ah, but okay. please do not breathe a word of this to the Marquis de Lafayette. Those two are at daggers Also drawn. möchte auch hingehen, It would certainly end in a Nemesis weiter so machen. bloodbath. I have recovered Minister Necker's bonds. Do you intend to entrust them to me? Ja, das mal ihm Yes. geben. I have chosen to place this fortune in your hands. Very well, madame. I promise that I will use it for one purpose only. To give the people their freedom. When a monarch violates the people's most fundamental rights, insurrection is their most sacred and indispensable duty. But we must be wary of warmongers, who would lead the rebellion in the name of the people, because all they truly want is to become tyrants in turn. 500 Anima. Puh, Goodbye, Monsieur de Robespierre. das habe ich auch geschafft. Also, Bailey, das war nichts mehr gewesen. Oder? Tagebuch. Okay, Nebenaufgaben. Marat, okay. Das ist später. Und das ist die andere Nebenaufgabe. Das heißt, weiter geht's. Ich glaube, heute machen wir wirklich nur alle Nebenaufgaben durch. Und die Story irgendwann. Hotel. Wurzel. Zu den Wurzeln. Kann das in der Gegend von der Rose Santonero in der Nähe von Tullio ein ausgehen, dass sie ein Haar suchen. Bei Weiterbildung Gewässer. Also vielleicht ja später. Reisen. Hotel und Krypta. Okay. La Cité. Kompass. Krypta und dort. Keine Quatschmarken. Okay. Spring. Danke. Oh, ein Sack. Egal. Jo, kleiner Arschvieh. Krypta. Ai, dat. Das war... Spitzen...
Und drüber. Danke. Geht doch. Wieso muss ich erstmal sterben, bevor ich die Gegner besiege? Als ob ich das Spiel sagen würde, nee, erst muss er sterben, dann klappt es. Zack. Ah, hätte schwören können. Ah. Jo, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Ja, ja, ja. Du kannst mich nicht angreifen. Ich weiß, dass ihr überall seid. Ihr versteckt euch. Wie die Kakerlaken. Hm? Na, na. Ah, der macht. Doch. Ah. Ah. Dort muss ich überblättern. Ah, okay. Nee, nee. Ich lasse mich mal in Ruhe. Ach, du. Danke. Aha. Ist zu schwerfällig. Jawohl, danke. Rüber. Jetzt die schöne Kiste aufmachen. Gibt's was Neues oder was Altes? Muss ich schauen. Ausrüstung. Was Altes. Ah, okay. Und was haben wir hier? Filled with the dead tree. I might be able to stop this experiment. An die ehrenwerten Mitglieder des Club der Hotel Masiak. Ich habe den jüngsten Bericht Ihrer Organisation außer Bedenken zur Kenntnis genommen. Ich bin bereit, Ihnen unverzüglich zu demonstrieren, dass meine Vorgehensweise schon eines Weges. Begeben sich morgen gemeinsam vor Tagesbruch zum an den Ort mit dem toten Baum. Dort werden Sie erleben, wie schnell meine schlaflosen Sklaven ihre Arbeit verrichten. Und wir waren ja dort gewesen. In Rey Invalid. Da müssen wir wieder zurück. Aber erstmal die Krypta. Kommen wir nicht wieder raus hier?
Das ist die Fragen aller Fragen. Ich weiß gar nicht mehr. Oh. Seele. Ich glaube, ja. Hoch, Sprung. Ah. Sollte klappen eigentlich. Oder auch nicht. Ja, klappt auch. Ah, und dort ist der abgezogen. Ja. Lass mich in Ruhe. Ich weiß mal nichts. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Mehr Ausdauer. Wucht. Mehr Betäubung. Leben. Machen wir Gewandtheit. Sorry, muss durch. Bin Arzt. Ich bin Arzt, lass mich durch. Hier lang. Da waren wir schon. Es wäre so gut, wenn man reisen könnte. Verpackt. Nein. Stimmt, wir waren hier gewesen. Wir konnten nicht weiter, weil die Tür zu war. Aha. Sorry. Muss durch. Oh, falsche Richtung. Wo muss ich da hoch? Jetzt kann ich in Ruhe mir den Scheiß anschauen. Ah. Nein. Bin ich doof? Muss nach oben, dort drüber. Ah, aber von hier aus. Ah. Okay, ich hab's.
War falscher Weg. Da ist nur Brasilien. Abkürzung. Oh. Den habe ich noch gar nicht. Aber diesmal hocke ich mich drauf. Denn ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu machen. Kutschmarken. Das Gute. Nein. Friedhof der Aegis. Abwärts. Oh, so ein Arsch. Heiß, Baby. Okay. Ah. Die sind ja nix. Nein. Spinni. Ja, Spinni. Oh. Abwärts. Ja. Habe ich mir gedacht. Mit zum Stand neben ihn. Ebesinas. Ah, stimmt. Hier war gewesen, genau zu landen. Da schon beim ersten Mal. Ah, da. Ah. Spiel. Na. Du kannst eigentlich nur die Waffen ändern und die Outfits. Sortieren. Machen wir nach Qualität. Und die haben halt jede Ausrüstung bestimmte Fähigkeiten. Manche haben bessere Frostresistenzen, Balance, Ausdauer, wie die hier. Der hat mehr Ausdauer, Resistenz, Balance, aber Panzerung ist schlechter. Normalerweise müsste man gehen auf Panzerung. Habe schon die beste. Panzerung und Ausdauer. Das ist eigentlich das Beste, was du dir anziehen kannst. Die hat zwar bessere Panzerung, aber dadurch verliere ich 8 Ausdauer. Und Ausdauer brauche ich auf jeden Fall, weil ich greife sehr schnell an. Dadurch wird viel Ausdauer verbraucht. Für meinen Spielstil ist Ausdauer das A und O. Wenn jetzt das meiste kannst du nur die
Kleidung ändern. Mit den Funktionen, was sie drin haben. Jo, könnt ihr mal. Wenn du Fragen hast, einfach stellen. Deck, komm her. Ah. Nein. Wo ist die Spinne? Wo ist die Spinne? Du Scheißspinne. Nein. Heilung. Wie zum Eintreffer tot. Manchmal... Ja, die One-Hits sind manchmal wirklich... So, jetzt aber. Dann versuchen wir es zum zweiten Mal. Ha! Ich habe dich da oben verpackt. Die Spinnen, die sind so die ganzen Spielverderber. Weil die ganzen Buffs, die sie geben, macht es ein bisschen... Oh! Ein bisschen schwieriger. Auf ein neues. Arschvieh. Hey. Ich wollte... Ich wollte nicht nur meine Seelen haben und verschwinden. Aber ich bin in die Scheiß-Ecke gekommen. Das heißt... Scheißruf! Hasta la vista! Ihr könnt mich mal. So. Someone has already taken a close interest in this tomb. Ta. Ah, meine ganzen Seelen schon wieder weg. Zweimal. Ah, Kutschenmarke, nehme ich immer. Aber sagen wir so. Seelen kann ich mir immer wieder farmen, wenn ich will. Oh. Es gibt genug Orte, wo ich die Sachen mitnehmen kann. It also mentions the Quartier du Saint-Eustache and Rue Saint-Honoré. Verschiedene Hebe- und Grabungswerkzeuge. Betrag von 140 Livres erhalten. Ausgeliefert den Schreiner Bergot, Monsignor Joseph Besalmo. In der Werkstatt im Quartier de Saint-Eustache. Ja. Also die Werkstatt finden. Marke Weg frei.
auf. Ah. Ah, da geht's weiter. Okay. Hallo. Du bist tot. Okay, da geht's. Und Teil 2. Ah. Hast nochmal Glück gehabt. Ah. Lass mich raus. Du Arsch. Ah, hier. Lass mich raus. Und jetzt. Na. Na. Oh, die macht Feuer. Feuer. Erzähl ich. Ah, die Animalizenzen. Scheiß drauf. Spinni. Ah. Haben wir alle zwei schon getötet. Okay, der ist jetzt geschlossen. Kommt nicht durch. Da ist die Kutsche. Okay, hier gibt es nichts mehr. Achso, von hier kamen wir runter und da sind wir wieder. Yo. Ich glaube, die neuen Kutschmacken gibt es erst, wenn ich wieder Hauptstory. Was ist hier? Ah. Kalios draufspülen und Werkstatt. Okay. Das heißt erstmal hier, weil das geht am schnellsten. Weil wir müssen nicht lang suchen. Das ist einfach nur rechts und geradeaus. Geht ganz schnell. So, hier lang. Zum toten Mann und geradeaus. Komm her. Oh. Das ist aber. Und hier waren wir schon mal. Da war alles abgeschlossen. Und jetzt können wir rein. Dead tree. Good. I'm nearly there. Ah, den Conte. Don't move. Ah, that cursed dancer! May you be devoured by rust! Oh. Aha. Das war die schlimmste Drohung überhaupt für eine Maschine. So. Möge der Rost. Ups. Möge der Rost dich ruinieren. Oh. Tote Maschinen. Ja. Das sind wohl die schlaflosen
Arbeiter, die er sich vorgestellt hat. Ah. Bei denen muss man meistens hinten dran stehen und dann erst. Ich wusste, ich habe was gesehen. Meistens hinten dran und dann angreifen, weil von vorne können die schon extrem gut treffen. So, das heißt, oben geht's weiter, aber hier ist nichts mehr. Geronimo! Oh. Ja, danke. Ah, das war dumm von mir. Und gleich zwei von den Arschlöchern. Gleich zwei von den schlimmen Sorten. Aber der mit dem Feuer hat wirklich Aua gemacht. Was ist hier? Achso. He slipped through my fingers. Fortunately, he was unable to take his things with him. Jo, keine Sorge, den finden wir bestimmt irgendwann. The sleepless slaves. They meant the automats. Feeding off the blood of innocent people. Monsieur Raymond was completely mistaken. I must inform him. Um meine Zweifel zu zerstreuen, war ich so frei, eine Vorführung zu arrangieren. Vor 4 Tagen hat die Marscherie eine Reihe von Razzien durchgeführt und um die 100 schwarzen Flüchtlinge beschafft. Gegenwärtig sind sie ins Depot der Noir im Tour d'Arble gesperrt. Zweifellos handelt es sich bei den meisten von ihnen um entkommene Sklaven. Ich wiederhole, meine mechanischen Arbeiter sind unermüdlich. Doch damit ein Kaminfeuer brennt, muss man Holzscheiter hineinlegen. Deswegen ist es nötiger als je zuvor, mit dem Sklavenhandel fortzufahren. Für den Wohlstand ihrer Kolonien ist es unersetzlich, aber sie werden Sklaven weder Unterkunft noch Verpflegung bieten müssen. Sobald sie von Bord gehen, werden sie von Menschen zum Fluidium des Lebens. Denken Sie an die Ansparungen. Sklaven werden Brennstoff für das Feuer, Monsieur. Mehr nicht. Schon grausam. Menschen einfach nur als Treibstoff für die Monster beschafft. Monsieur de Comte. Für wen halten Sie mich? Ich kann zwischen den Zeilen lesen und ich durchschaue Ihr Spiel. Ihnen genügt es nicht, mich ins Exil getrieben zu haben. Nun müssten Sie mich auch noch aus der Ferne transferieren. Ich verlange, dass Sie mir nicht mehr schreiben, Monsieur. Seien Sie sicher, dass Sie von mir nichts mehr bekommen und dass ich die Geheimnisse, die Sie einfordern, mit ins Grab nehmen werde. Überdies verbiete ich Ihnen, letztmalig all das, was ich Ihnen beigebracht habe, für die kriminellen Zwecke zu verwenden, die Ihnen vorschweben. Ich werde für die Rettung Ihrer Seelen beten. Mehr kann ich Ihnen nicht gewähren. Franz Messmer. Also der davon hier gewusst und hat sich wohl geweigert, weiterhin irgendwas mit dem Conte zu tun zu haben.
Wer schießt? Ah, der schießt auf mich. Und mal. Was haben wir bekommen? Inventar, genau. Diese Schule trägt die Handschrift Tour de l'Able, Turm des Teufels. Aegis kennt den solchen Ort nicht. Und es gibt keinen Turm in der Umgebung von Groß Corleone. Vielleicht wissen Julian Raymond aus seiner Karawane mehr. Ah, okay. Das heißt, einmal zurück. Hopp. Komm ich hoch? Ja. Und deine... Nochmal mit ihnen sprechen. Lauf, lauf. Jetzt habe ich... Na, nach unten. Wobei, ich muss eigentlich meine ganzen Seelen mal wieder aufbrauchen. Ich habe so viele von denen eingesammelt. Sollte für ein Level abreichen. Ah, Julien, ich habe was für dich. Nichts Gutes, aber ich habe was für dich. Go on, Aegis. Ja. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken there. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Ja, das wird dauern, bis sie wirklich frei sind. Inventar, Module, Tagebuch. Das geht da oben, muss ich gehen. Das ist dann die Hauptaufgabe. Ja. Monsieur de Mirabeau, what does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of Italia.
as if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family, and I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monseigneur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Na, glaube ich nicht. Die Priester schwören auf 4 Gelübde. Na, glaube ich nicht. Das Grégoire und der Fa. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Monseigneur, I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Ei, das war eh klar gewesen. Monsieur de Mirabeau. Alas, the bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. I need to know what my rogue of a father is up to. Let me think. In light of the cartload of threats he sent me, it's safe to wager that my sister and mother received similar letters. They may even have already suffered his revenge. However, my sister lives in Grasse in the south of France. Unless a messenger rode 100 horses to death, she could not have received this letter. Then there is my poor mother. If you ask me, I will go to find her. Yes, it's very kind of you to offer. But I couldn't even tell you where she is staying. Your own mother? Indeed. It's a very embarrassing matter. A secret, which I beg you not to divulge. I can be discreet. Rest assured. Very well. You should know that my mother, the Countess of Covey, has lost everything. Truly. First her fortune, then her faculties. No matter what I tried, nothing could prevent her decline. It is said that she is now living on charity, in the most abject poverty in the slums of the Marais. If perchance your past takes you to this dreadful place, and if she still remembers who she is, perhaps you may meet her. Wenn ich in der Gegend bin, gucke ich mal nach. Und da wir eh alles machen werden, oder so viel wie möglich, wenn wir eh da vorbeikommen. Hoppala. Wir können nicht das machen, weil wir wohl das den Ort noch nicht freigeschaltet haben. Aber hier ist noch die Hauptaufgabe und hier sind nur noch Cagliostro aufspülen und Josef Balsamos Werkstatt. Das heißt, nach den 2 muss man nur noch die Hauptstory machen, damit man die Nebenaufgaben weiterführen kann.
Das Gebiet ist so eklig, das bläht immer so ewig. Muss ich da oder muss ich hier? Bleib ich mal hier erstmal. Sorry, Pinas, lass mich durch. Hier bin ich. Ah. Gar nicht gesehen. Lol. Beim ersten Mal einfach nur außen rumgelaufen. Hab die Abkürzung gar nicht gesehen. Oh! Lol. Okay. Muss wirklich besser aufpassen, wo ich hingehe. Nein. Nee. Ah. Habe ich nicht aufgesperrt, das Ding? Das ist komisch. Ah, ich muss aus. Ah. Ah. Das habe ich gesucht. Für die Nebenaufgabe. Bite down on this strip of leather. I'm going to take a closer look at your wound. Oh, God, more serious than I thought. Look at me. You have to hang in there, all right? You mustn't fall asleep. Komm. Ja, so quatschen. Na, muss ich die jetzt mal töten oder was? Oh. Ah, jetzt kann ich sprechen. Is there any way I can help you? Senor, an automat. What can I expect from you, other than the cruel fate that your fellow monsters reserve for patriots? Monsieur, I am not anything like them. Honestly, I don't have much of a choice. I have to take you at your word and ask for your help. I have with me a fighter who has lost his leg. He's already lost a lot of blood. If I don't operate within the hour, I doubt he will survive. Unfortunately, I do not have any surgical tools with me. Would you be so kind as to find me something I can use to save this brave man? Okay, monsieur. I hope this will be suitable. Parbleu. You're an angel here on Earth. I will make sure that this poor man knows to whom he owes his life. Leave me now. I must be alone to carry out this delicate operation. Ja, man macht die Mission, aber du bekommst nix. Keine Belohnungen, kein gar nix. Da ist man traurig. Du rettest dem Mann sein Leben. Du rettest ihn und was bekommst du? Nix. Oh. Blitz. Jo. Ah, fuck. Das wird dumm von mir. Ja, der Weg ist ja nicht weit. Auf geht's. Und was du mit, es gibt kein Westziel in der Nähe. Ich muss den Weg laufen.
Was sehr, sehr traurig ist. Ein Hund, 2 Hunde, 3 Hunde. Ah, du. Mistvieh. Animal Essence. Oh. Ah, du Arsch. Die treffen dich von überall, die Säcke. Die müssen dich nur im Visier haben. Und die können dich schon kilometerweit treffen. Ja, und darüber muss ich. Aber erst hinsetzen, denn nochmal den Weg mache ich mir nicht. Verkaufen. Warte mal. Wie viel brauche ich? 103.000. Okay. Das Ding habe ich ja verkaufen. Das brauche ich eh nicht. Ne, zu viel. So. Mehr Kraft. Mehr Schaden. Hier. Ja. Hier geht's weiter. Oh. Mehr Power. Entschuldigung, ich muss durch. Wie komme ich da rein? Außenrum? Da. Die Sense hätte ich gerne vom Typen. Die will ich mal gerne ausprobieren. Aber ich bekam den nicht. Hoch, hoch. Ja. Monster, Monster. Entschuldigung, muss durch. Gut, überspringen kann ich nicht, oder? Wupp, wupp. War das ein Bug oder geht es? Keine Ahnung, aber ich bin da. Ich habe den Zettel gefunden, da steht, dass sie zu der Tochter gefahren ist und dadurch ist der Mutter. Du lass mich hoch, lass mich hoch. Und wir haben es dem Wecker gegeben
Und das haben zu der Frau hingereist. Aha, du bist tot. Der hat's überlebt, den und das war dumm von mir. Das war mein Fehler. Das nehme ich auf meine Kappe. Da war ich so, naja, gierig gewesen. Ja. Einmal hier durch. Wo bist du? Wo bist du? Da oben. Sorry, muss los. Ja. Die haben wir zwar nicht gesehen, aber wir haben nur den Brief bekommen, wo drauf steht, dass sie alles gut bei ihr ist und sie sich freut, wenn ja, geht doch. Scheiß Viecher. Ah, da komme ich nicht durch. Okay. So, Kompass. Einmal dort und einmal die. Also ich muss doch, glaube ich. Habe ich den nicht geholt? Okay. Ich habe den nicht geholt. Oh. Aufwärts. Ah. Danke. Wie ich gesagt habe, ich hasse es, wenn die nicht verschwinden. Ah, ich bin wieder dumm. Ich bin wieder zurückgelassen. Dumm. Ah. Ja, zum Glück konnte ich rüber. Und jetzt abwärts. Da muss es hier weitergehen. Ja. Hier geht's weiter. Oh. Ah, da geht's durch. Okay. Oh. Oh. Spinne. Weg. Ah. Ne. Ah. Danke. Hey. Eine Drehung und tot. Ui. Manchmal ist die Steuerung, Kameraführung etwas
Sehr schnell. Weiter, weiter, weiter. Ah. Du kleiner Feigling. Wollte sich verstecken und dann erst angreifen. Ah. Auch schon ewig her, seitdem ich zum letzten Mal getroffen haben. Komm her. Ah, da ist eine Säule. Ah, da ist so ein Arsch. Und eine Spinne. Jo. Sag doch, die Spinnen. In jedem Spiel sind die scheiße. You monster. What do you want with me? Wasn't it enough for you to steal my dancer? I'm merely obeying the king, mademoiselle. Don't be afraid, you and your beloved machine will soon be reunited. I give you my word. Vielleicht Cagliostro irgendwas mit dem Tänzer gemacht, dass ich sprechen kann. In your face. Sale petite peste. I suggest you don't try that again. Die hätte einfach weglaufen müssen. Antonius, what could have happened to her in this workshop? Ah, da drin. Okay, machen wir jetzt mal. Blut. Mhm. Der hat zu lange gezögert. Sie hätte einfach ein Tier aufreißen müssen und rausspringen sollen. Weil die wäre in Aegis gestanden, also. Aber man kennt's ja. Bevor man was machen will, man zögert meistens immer die letzten paar Sekunden so. Ist es die richtige Entscheidung? Kann ich es machen? Lohnt sich das? Ist jemand drin? Nein. Loot. Mache die Kiste auf und 1000 Meter, Kutschmarke. Ah. Keine Waffe, die ich benutzen würde. Aber schade ist, dass man Enge Plus nur auf plus 9 die Waffe erhöhen kann. Ich, Victor de Requis, Marquis de Mirabeau, fordere sie auf, sich mit dem Intendant der Police de Glace in Verbindung zu setzen und meine Tochter, Marquise de Cabris, in den Konvent in der Ui bringen zu lassen. Er soll sie der Sorge der Visitantinnen anvertrauen, sicherstellen, dass sie den Rest der Tage mit Gebet und Kontemplation verbringt.
So Gott will, mag es der Frau zu diesem Preis möglich sein, den Makel auf der Seele fortzuwaschen. Er trägt die Aufschrift zu Händen des Lieutenant General Police. Der Vater von Mirabeau war wirklich ein Arsch. Wenn er die eigene Tochter in den Kloster schicken will. Monsieur, der kommt. Ich bin mir über wahren Absichten immer nicht im Klaren. Wir wissen beide, welche Streitigkeiten zu meiner Flucht geführt hat. Trotz der Entfernung, die uns trennt, verfolgen mich meine Erlebnisse weiterhin. Und Sie wollen jetzt meine Hilfe, um meine Kunst der Suggestion zu perfektionieren? Sie glauben, dass ich Ihnen, obwohl ich weiß, dass Sie zum schlimmsten fähig sind, die Mittel überlasse, einen Unschuldigen seines freien Willens zu berauben und seinem Gehorsam Dinge zu machen. Das überzeugt mich nur, Monsieur, dass Sie jeden gesunden Menschenverstand verloren haben. Dr. Franz Mesmer. Sozusagen seine Methoden von Mesmer, der konnte einfach die Leute gut hypnotisieren und glauben lassen, dass er sie geheilt hätte. Nein, fangen wir unten an. Abwärts! Abwärts! Einmal das hier. Balsamo. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly. Ich, Louis, durch die Gnade Gottes von Frankreich, Navarra, gestatte Monsieur Giuseppe Balsamo, alias Joseph Balsamo, geboren in Palermo, am 2. Juni des Jahres 1743, den Namen und Titel Alexandre Comte de Cagliostro, mit allen Rechten und allen Umständen zu führen. Ah, der ist Italiener. Typisch Italiener. Monsieur, der kommt. Ich bedauere die unvorgesehene Schwierigkeit, über die Sie mich informiert haben. Wenn wir hier nicht bald ein Ende bereiten, könnte der reibungslose Ablauf unserer Vorhaben gefährdet sein. Falls die Tänzerin, wie sie behaupten, St. Cloud Richtung Paris verlassen hat und falls unsere Maschine mit der von Ihnen bestimmten Leichtigkeit angreift, verlange ich von Ihnen so schnell wie möglich herauszufinden, welche Störung es ihr ermöglicht, die ihr erteilten Befehl zu missachten und warum sie sich gegen uns gewandt hat. Bemühen Sie sich, nicht mein Vertrauen zu verlieren, Louis. Also haben wir eine sozusagen Fehlfunktion und wir gehorchen sozusagen nicht das, was Louis und der Comte uns beigebracht hat. This notebook appears to be very old. Nur I ein should show it to Abbe Grégoire. Gelehrter, der sich gut mit alten Sprachen auskennt, wird das Dokument übersetzen können. Google. Einfach Google eingeben und er macht es. Und was gibt's hier? Ah, die Tänzerin. You're so beautiful. Denke ich hin. Ne, das ist die Tochter von Vacancer, die die Automaten hergestellt hat. Und es gibt immer wieder so kleine sozusagen Ausschnitte, was in der Vergangenheit passiert ist mit den jeweiligen Charakteren. You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone.
This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Ja, die Mission habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Weil ich weiß noch, dass ich viele Missionen am Ende gar nicht mehr gemacht habe. Was jetzt im Endeffekt traurig ist. Ah, du kleines Arschvieh. Versteckt sich ganz hinten und will mich angreifen. Oh. Hier weiß man nicht, welche Dinger leben und welche nicht. Mach die Tür auf. Abgezogen. So. Wo ist die Ding? Ah, vergiss es. Kutschmarke. Geht schneller. Boutique. Was kaufen? Nein, okay. Jetzt bei dem Mission abgeben. Und dann geht's nur noch die Hauptstory momentan. Nach den zwei. Aber die Nebenmission haben die auch ganz gut gemacht. Du erfährst noch einiges über die Charaktere, was ihr Ziel ist, was sie eigentlich vorhaben. Ist ganz gut. Weil in vielen Souls-like-Spielen erfährst du gar nichts. Erstmal Bailey. Oder bei I, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Monsieur B. B. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Ja, das ist auch traurig, wenn man die eigene Mutter nie kennengelernt hat. Monster! What did you do to her? Chloroform. Unbetreibt. Und wie es aussieht, ist die... Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athenais de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athenais. It is her spirit that animates you, is it not? Yes. Mhm. I believe so. Seigneur, Ja, sehen das. quelle abomination. Die Seele von ihr ist in dem Automaten drin. She is right in front of you. I am Athenais. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athenais, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father.
You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athenais' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive. This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Mein lieber Bai, ich schreibe dir heimlich und in großer Eile. Möge Gott den mechanischen Boten schützen, den ich mit diesem Brief zu dir schicke. Sei mich gefangen genommen und sich nicht bemüht zu verbergen, was mir vorsteht. Ich werde in die Bastille geschickt, wo sie mich zwingen wollen, meine letzten Geheimnisse preiszugeben. Zum Glück konnte Athenais entkommen, doch sie werden sicherlich Jagd auf sie machen. Eil ihr zu Hilfe, wenn du kannst. Sollte sie ihnen in die Hände fallen, werden sie als Druckmittel einsetzen. Sei doch versichert, dass sie nichts mehr aus mir herauskriegen werden, selbst wenn es mir das Leben kostet. Adieu. Ja, sozusagen alle Automaten oder auch die ganzen Bosse, die wir getötet haben, war irgendeiner, der Comte war da gewesen, oder BI, oder Levoseur. Alle hatten die Seelen in den Bosskrieger drin gewesen. Ah, ich hab was für dich. Have you found my mother? No, not yet. Remember, rumor has it she lives in the slums of the Marais. Ja. Ah, kann Goodbye, Monsieur. ich nicht bei dir abgeben. Okay. AB. Can I help you, Aegis? Ja, wenn man das alles so sich anhört oder ansieht, ist schon krank. Alle Seelen von den Verstorbenen oder wenn den sozusagen Sarkophag reinkommt, leben die Maschinen weiter. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all Golems nicht wirklich, die haben ja sozusagen keine Seele. Die werden nur aus sozusagen Leben erschaffen und gehorchen sozusagen dem Meister. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, Sicher. and I'll tell you what I may 400 Jahre her und das Buch gibt's immer noch. Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on.
Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Und ich weiß, die Mission habe ich nicht gemacht. Die wird interessant für mich. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Ja. Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the Okay, potential for hier ist reducing selbst the die size of Kameraführung certain key etwas parts. verbuggt. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory. Ah, die But Truhe earlier, von when oben. I went there to collect my most important documents before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most Weiter? of chaos. I chased them to the quays, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Oder doch nicht. Ich dachte schon, das wäre das von oben. Na, traurig. Hast du was zu sagen? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Okay, nein. Goodbye. Und ich dachte schon, hier das... Also ich habe Nebenaufgaben gemacht. Ja. Wie es aussieht, nicht. Und wieder Tulio. Aber das ist auch für mich ganz neu, die Mission. Yay, was Neues. Ich freue mich auf die Mission. Und dann mit der Fegefeuer. Kompass. Ah, dort unten. Zum Glück ist nicht weit, aber wir machen eine ganz kurze Pause. Ich muss ganz dringend pinkeln. Bin gleich wieder da.
Gesines. So. Und jetzt geht's weiter. Na, ich will nicht springen. Ich will nicht sterben. Na, na. Lass mich in Ruhe. Ich wollte dich am Leben lassen. Aber nee. Ah. Wie ich die Gegner am Leben lassen wollte, aber nee. Bin ich hier richtig? Ja. Lass mich rein. Und gib mir die Bauteile. Die gehören mir, ihr Säcke. Ah, boah. Okay, ich gehe hier zuerst. Ich muss mehr in Kraft investieren. Das dauert zu lange, bis ich sterben. Achso, stimmt, ich wollte ja aufleben. Beim nächsten Mal. Außer ich verkack wieder. Bon Dieu, boss. It hurts. It hurts. Steel yourself, Claude. Just be careful you got out alive. I'm still in pretty bad shape. Et puis quoi? Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. With what we've managed to gather, we'll be set for a long time. Nee, ihr werdet gleich sterben. Oh. Du, komm nach oben. Kommt nach oben. Danke. Na. Da. Puh. Da. Wobei, hier kann ich hochkommen. Ne, machen wir erstmal die Story fertig. Ja. Mag auf. Einer schon tot. The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance. Das war eh klar gewesen. What the hell? Danke. Danke. Ah, falsches Ding. Puh. Nein. Bestimmt hier drin oder muss ich weiter suchen? Ah, dort ist es. Und was gibt's hier? Ah, Kutschenmarke. Oh. Soll mich nicht beschweren, aber ich habe auch was anderes gekauft. Ludius blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted.
Ja, ein Wunder. Perfekte Kondition. Einmal runter. Abwärts. Ich kann ja so gut schon laufen, ist ja nicht weit. Spare ich mir eine Marke. Schneller. So, kommen wir jetzt. Verehrte Monsieur, hier sind die Baupläne, die Sie angesprochen haben. Die Diebe konnten keinen Nutzen daraus ziehen. Sie fanden ein unerfreuliches Ende. An Aegis. Ein unerfreuliches Ende, sagst du? Eine derart harte Strafe hatten die armen Teufel sicher nicht verdient. Was hätten sie nur mit diesem Dokument anfangen wollen? Verkaufen? Gott sei Dank konnten Monseigneur Lavoisier und ich ihnen wertvolle Informationen entnehmen. Wir haben den simplen Schaltturmmechanismus ausfindig gemacht, mit dem Monsieur de Vaucanson die Dauer von Ludias Tänzen im Voraus festlegte. Wir sind sicher, dass dieses Gerät noch an Ort und Stelle ist. Würden wir es umkehren, könnten wir eine Phase der Untätigkeit festlegen, während dein Geist von deinem mechanischen Körper getrennt wäre. Damit du sie ohne unser Wissen auslösen könntest, müssen wir allerdings einen Umbau an dir vornehmen und einen Stift einfügen, den du im richtigen Augenblick entfernen würdest. Bitte geh so bald wie möglich zum Konvent zurück. Okidoki, ich komme gleich. Mehr Kraft. Ich will unbedingt wissen, wie die Story hier ausgeht. Mit der Mission. Hier. Den kommen wir wirklich essen? So ein Fegefeuer? Oder geht's doch nicht gehen? Monsieur B.E. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to Techniker disable was the was entire reden, thing. wo du keine And to Ahnung put hast. them back in place Ich at weiß the von agreed nix. time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However,
Given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When Jetzt it's wird's time, spannend. just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Ja, weil die ganzen Namen ausgesprochen haben, so. Ja, klar. Hier, nein, okay. Wir stehen wieder Tulia. Ah ne, das sieht. Mal eine andere Stadt besuchen, nicht nur die gleiche. Oder Stadtteile. Und 300 Meter geradeaus. Sorry, ich muss durch. Bin Arzt. Lass mich durch. So, wurde, glaube ich, den Weg hier frei gemacht. Kann ich durchlaufen. Oh. Nein. Ach, hier entlang. Nein. Das ist es so. Ich hätte einfach noch hier reisen müssen. Da wäre es viel näher dran, aber nee. Nee. Man muss vom Arsch der Welt anfangen. Das kann man auch Spielstreckung machen. Ja. Nee. Genau, hier sind wir wieder. Wo hinten zu war. Und jetzt können wir auch rein. Ne? Bleib mich nur. Okay, da geht's weiter. Oh, ne. Ja. Da. Jo. Geht doch. Scheiß Vieh. Scheiß Brutzel. Metzger. Oh. Weg. Na, schlag zu. Na, fuck. Das Block Parieren von dem habe ich selten gesehen. Ich glaube, das ist 1 oder 2 Mal. Kann ich was machen hier?
Nein. Aha, Abkürzung. Oh, Kiste. Die ist noch nie geöffnet worden. Was ist drin? Ah, Kutschenmarke. Was soll ich mit Kutschenmarke? Gebt mir neue Waffen, Ausrüstung. Erstmal benutzen. Und weiter geht's. Oh, da ist was. Monsieur Landrin, bitte kommen Sie vorbei und füllen Sie wie vereinbart das Loch neben meinem Betrieb auf. Plünderer haben den Durchgang erneut dazu genutzt, sich an den Reserven Keller meines Betriebes zu bedienen. Dieser untragbare Zustand erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Emile Coton, Sat Gutenra. Da geht's weiter, aber erstmal kurz schauen, was ist hier oben. Abkürzung. Oh, weg die Scheiße. Okay, da kann man nur runterspringen. Und zum Glück habe ich es nicht gemacht. Oh, ein Sack. Na. Oder geht's hier? Na. Seid auf den Sack. Entweder gibt es eine Bombe oder irgendwas anderes und lohnt sich nicht wirklich. Hier ist nichts, okay. Nee. Dann geht's hier runter. Okay. Runter mit mir. Keller. Okay. Jetzt wird's lustig. Noch. Das sieht schon geil aus. Was erwartet mich hier? Monsieur. Zoons! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, but thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony. All bound to the anchor stone. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child, searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then, those whose thoughts passed through me. A minister of God, tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monseigneur de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled.
Ja, alle waren verdammt, wenn man so The nimmt. Anchor Stone, Monsieur. Lapis philosophorum. The Philosopher's Stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The Anchor Stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. Und das Gemetzel. Terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. Oh! The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Ja. Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Boah. Hell. Zu hell. What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Es gibt eine Sache zum Lesen. Ein Grimoire. Durch das Vollkommene wird das Unvollkommene gereinigt. Auf der Sonne, fatale Metalle, dem Mond, ihre Mutter beruht das Magisterium. Nur das, was in seine Urform zurückgeführt worden ist, kann umgewandelt werden von den Philosophen, Schwefel und Quecksilber. Der Weise arbeitet nicht wie ein Blinder in Zweifel und Finsternis. Muss man nicht verstehen. Ein uraltes Pergament. Sollte großes Unheil mir verfahren, so beschwöre ich euch, Ambrose und Rand, meine wackeren Schüler, verschließt mein Laboratorium für immer. Nehmt nichts und rührt nicht das Geringste an. Baut eine Mauer, auf das niemand mehr einen Fuß hierher setze. Verschweiget unser Wissen in uneingeweihten Händen von tödlicher Gefahr. Bitte zu Gott um Gnade für den armen Sünder, der zur ewigen Ruhe sie hat begeben. Euer Meister, Sir Niklas Flammenhelm. Ja, er wusste schon, was auf ihn zukommt, wenn er die 4. Reise macht. Eine Schrift Nikolaus Flammels. Die Seele des befreiten Körpers erleidet keine irdischen Bedürfnisse. Der Lapis Philosophorum erfüllt selbst den geringsten Wunsch. Das Gold prahlischer und eitler Fürsten begehrt, der glücklichen Pilger den Limbus nicht. Weder fürchtet der Tod das trostlose, fleischliche Leben, noch bedauert er es. Aus diesem Grund ist der himmlische Ankerstein der größte Schatz. Am Ende hat sich dieses für Flanell nicht wirklich der größte Schatz. Hier geht's nicht raus, also hier. Und dann wieder zurück. Goldschenmarke. Geht schneller. Wieder zurück.
Ja, und auch das ganze Hin- und Hergereise mit den Ladezeiten, das ist auch ein bisschen ermüdend, sage ich mal. Da sind wir so ein paar Sekunden, bis es lädt, dann wieder hochlaufen, dann wieder runterlaufen, wieder zurück, andere Gebiet, wieder neu laden. Wohin war? Bei I oder? Nicht ganz aufgepasst. Ah, AB. Okay. Nicht ganz aufgepasst. Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Ich muss Here's nicht the key. verreisen. Go. Let us not waste a second more. Jupp, bis gleich. Goodbye, mon père. Ich habe schon gefragt, wofür die Kiste hier ist. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Mach den Stein kaputt. Seigneur, Dieu nous garde. Nicolas Flamel. Nach 400 Jahren ist er frei. Et cum haec dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation.
That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At the moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. Yay, geschafft. Und die Mission hatte ich wirklich nicht gemacht. Ja, ich hab, und das beweist, der alte Alchemist, der Erfolg, dass ich die Mission nie gemacht habe. Mit Marat muss ich sprechen, das ist das. Bastille, das ist später. Ja, jetzt ist nur noch die Hauptstory machen und dann geht's mit den ganzen Nebenmissionen weiter. Ui, ui, ui. Gibt's hier was zu kaufen? Die ist zwar viel besser, aber leider die Ausdauer verkackt ist. Module bringen mir auch nichts. Materialien bringen mir auch nichts. Ja, alles geschafft. Haben wir nur noch die Hauptstory. Und hier sind wir, der Steinbruch. Sieht schon gut aus, auch wenn das Spiel ein bisschen älter ist, kann sich immer noch sehen lassen. Aber, au, das soll es auch für heute gewesen sein. War knapp 4,5 Stunden. Die Nebenaufgaben haben wirklich sehr lange Zeit gebraucht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis ich alles mache oder schaffe in die Richtung. Aber es war trotzdem schön gewesen. Auch ein paar Nebenaufgaben, die ich beim letzten Mal nicht fertig gemacht habe, diesmal fertig zu machen, waren schön gewesen. Aber wir werden uns